Willkommen zu unserem ultimativen Grammatikvideo für das Niveau B1.1. In diesem Video bekommst du alle wichtigen Grammatikthemen für B1.1 einfach erklärt, mit vielen Beispielsätzen, Erklärungen und Tipps für den Alltag und Prüfungen. Wir behandeln alles, was du brauchst, um dein Deutsch zu verbessern und selbstbewusst zu sprechen und zu schreiben. Du lernst Konnektoren wie weil, da, obwohl, denn, trotzdem, deshalb, deswegen, darum, daher, finale Strukturen, damit und zu, mit klaren Beispielen, Infinitiv mit zu, wann und wie man ihn richtig verwendet, Relativpronomen, die, der, das, denen und wie du damit Sätze verbindest, Futur i, um über Pläne und Vorhersagen zu sprechen, Genitiv und Genitivpräpositionen, für fortgeschrittene Strukturen, Fragewörter und Pronominaladverbien, wie worauf, womit, wofür, davon und so weiter. All diese Themen sind klar strukturiert, mit Beispielen aus dem Alltag, damit du direkt mitsprechen kannst. Egal, ob du dich auf die Prüfung vorbereitest oder einfach besser Deutsch sprechen willst. Dieses Video ist für dich gemacht. Hallo Leute, heute lernt ihr Fragewörter für Verben mit Präpositionen kennen. Also, W-Fragen mit Präpositionen. Los geht's. Ein Beispiel für Verben mit Präpositionen, das Verb träumen plus von Dativ. Ein Beispielsatz. Peter hat von seiner Ex-Freundin geträumt. Und die Frage für diesen Satz ist, von wem hat Peter geträumt? Ein anderes Beispiel. Peter hat von einer Weltreise geträumt. Peter hat von einer Weltreise geträumt. Wovon hat Peter geträumt? Wovon hat Peter geträumt? Wovon bedeutet eigentlich von was? Wovon hat Peter geträumt? Von einer Weltreise. Ein anderes Verb ist warten plus auf. Akkusativ. Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf meinen Freund. Und die Frage für diesen Satz lautet, auf wen wartest du? Auf wen wartest du? Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Und die Frage lautet, worauf wartest du? Worauf wartest du? 1. Für Fragen nach Personen kommt zuerst die Präposition und dann das Fragewort. Wen für Akkusativ, Beispiel, auf wen? Oder wem für Dativ, Beispiel, von wem? 2. Für Fragen nach Sachen oder Dingen bildet man das Fragewort. Wo plus Präposition, zum Beispiel wovon, oder wo plus er plus Präposition, zum Beispiel worauf? Wann braucht man dieses extra er? Wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, braucht man ein er, zum Beispiel worauf, woran, worüber. Beispiele. Für wen interessiert sich Thomas? Für wen interessiert sich Thomas? Er interessiert sich für Heike. Er interessiert sich für Heike. Wofür interessiert sich Thomas? Wofür interessiert sich Thomas? Er interessiert sich für schnelle Autos. Er interessiert sich für schnelle Autos. An wen denkst du oft? An wen denkst du oft?
Ich denke oft an meine Schulfreunde. Ich denke oft an meine Schulfreunde. Woran denkst du oft? Woran denkst du oft? Ich denke oft an meine Schulzeit. Ich denke oft an meine Schulzeit. Um wen kümmert sich Klaus? Um wen kümmert sich Klaus? Klaus kümmert sich um seine kranke Mutter. Klaus kümmert sich um seine kranke Mutter. Worum musst du dich heute noch kümmern? Worum musst du dich heute noch kümmern? Ich muss mich noch um meine Wäsche kümmern. Ich muss mich noch um meine Wäsche kümmern. Über wen habt ihr euch unterhalten? Über wen habt ihr euch unterhalten? Wir haben uns über unseren Chef unterhalten. Wir haben uns über unseren Chef unterhalten. Worüber habt ihr euch unterhalten? Worüber habt ihr euch unterhalten? Wir haben uns über die Corona-Situation unterhalten. Wir haben uns über die Corona-Situation unterhalten. Mit wem hast du dich gestern getroffen? Mit wem hast du dich gestern getroffen? Ich habe mich mit einer Freundin getroffen. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen. Wobei kann ich dir helfen? Wobei kann ich dir helfen? Du kannst mir beim Abwaschen helfen. Du kannst mir beim Abwaschen helfen. Mit wem hast du gestern gesprochen? Mit wem hast du gestern gesprochen? Ich habe den ganzen Abend mit Frank gesprochen. Ich habe den ganzen Abend mit Frank gesprochen. Worüber spricht der Lehrer? Worüber spricht der Lehrer? Er spricht über den Dativ. Er spricht über den Dativ. Womit machst du die Tür auf? Womit machst du die Tür auf? Natürlich mit dem Schlüssel. Natürlich mit dem Schlüssel. Und hier kommt eine Liste von Fragewörtern mit Präpositionen. Auf wen? An wen? Über wen? Für wen? Von wem? Mit wem? Bei wem? Zu wem? Worauf? Woran? Worüber? Wofür? Wovon? Womit? Wobei? Wozu? Was sind Pronominaladverbien? Pronominaladverbien sind sprachliche Konstruktionen, die aus zwei Teilen bestehen. Da oder wo. Einer Präposition, zum Beispiel auf, über, mit, an, von. Sie ersetzen Sachen, Dinge oder Ideen in einem Satz und vereinfachen die Sprache. Pronominaladverbien werden oft verwendet, um Wiederholungen zu vermeiden.
Was bedeutet da und wo? 1. Da wird verwendet, um auf etwas, eine Sache oder Idee zu verweisen, das bereits erwähnt wurde. Beispiel: Denkst du an den Urlaub? Ja, ich denke daran. Denkst du an den Urlaub? Ja, ich denke daran. 2. Wo wird verwendet, um Fragen über Sachen oder Ideen zu stellen. Beispiel: Woran denkst du? Ich denke an meinen Urlaub. Woran denkst du? Ich denke an meinen Urlaub. Wie werden Pronominaladverbien gebildet? 1. Da plus Präposition für Aussagen. Verwende da, wenn du eine Sache oder Idee mit einer Präposition beschreiben möchtest. Da wird mit der Präposition kombiniert. Beispiel: Ich warte auf den Zug. Ich warte darauf. Ich warte auf den Zug. Ich warte darauf. Regel bei Präpositionen, die mit einem Vokal beginnen: a, i, o, u. Füge ein er hinzu, um die Aussprache zu erleichtern. Ich spreche über das Wetter. Ich spreche darüber. Ich spreche über das Wetter. Ich spreche darüber. 2. Wo plus Präposition für Fragen. Verwende wo, um nach einer Sache oder Idee zu fragen. Wo wird mit der Präposition kombiniert. Beispiel: Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. Regel bei Präpositionen, die mit einem Vokal beginnen: a, i, o, u. Füge ein er hinzu, um die Aussprache zu erleichtern. Womit schreibst du? Ich schreibe mit einem Stift. Womit schreibst du? Ich schreibe mit einem Stift. Wofür werden Pronominaladverbien verwendet? 1 für Sachen oder Ideen, nicht Personen. Pronominaladverbien ersetzen Sachen oder Ideen, niemals Personen. Beispiel: Sachen, Ideen. Interessierst du dich für Musik? Ja, ich interessiere mich dafür. Interessierst du dich für Musik? Ja, ich interessiere mich dafür. Beispiel: Personen. Denkst du an Maria? Ja, ich denke an sie. Denkst du an Maria? Ja, ich denke an sie. 2 um Wiederholungen zu vermeiden.
Hast du über das Problem nachgedacht? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Hast du über das Problem nachgedacht? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Beispiele für häufige Präpositionen und ihre Pronominaladverbien. Eins auf. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. Ich warte darauf. Ich warte auf den Bus. Ich warte darauf. 2 über. Worüber sprichst du? Worüber sprichst du? Ich spreche über das Wetter. Ich spreche darüber. Ich spreche über das Wetter. Ich spreche darüber. 3 mit. Womit schreibst du? Womit schreibst du? Ich schreibe mit einem Stift. Ich schreibe damit. Ich schreibe mit einem Stift. Ich schreibe damit. 4 von. Wovon träumst du? Wovon träumst du? Ich träume von einem schönen Haus. Ich träume davon. Ich träume von einem schönen Haus. Ich träume davon. 5 vor. Hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst vor dem Tod? Ja, ich habe Angst davor. Ja, ich habe Angst davor. Hast du Angst vor Hunden? Hast du Angst vor Hunden? Ja, ich habe Angst vor ihnen. Ja, ich habe Angst vor ihnen. Ich spiele mit dem Ball. Ich spiele damit. Ich spiele mit dem Ball. Ich spiele damit. Ich spiele mit meiner Schwester. Ich spiele mit ihr. Ich spiele mit meiner Schwester. Ich spiele mit ihr. Liebe ist ein schönes Thema. Wir sprechen oft über Liebe. Wir sprechen oft darüber. Liebe ist ein schönes Thema. Wir sprechen oft über Liebe. Wir sprechen oft darüber. Er träumt davon, dass er ein eigenes Haus hat. Er träumt davon, dass er ein eigenes Haus hat. Zusammenfassung 1. Da, Gleichreferenz auf Dinge, Ideen, Sachen. 2. Wo, Gleichfrage nach Dingen, Ideen.
3 nie für Personen. Verwende stattdessen Pronomen wie ihn oder sie. 1. Falls. Was bedeutet falls? Das Wort falls ist eine unterordnende Konjunktion und wird verwendet, um eine Bedingung oder Möglichkeit auszudrücken. Es hat eine ähnliche Bedeutung wie wenn, aber es betont, dass die Bedingung unsicher ist oder nur eine Möglichkeit darstellt. Satzstruktur mit falls. Ein Satz mit falls besteht aus einem Nebensatz, Fallsatz und einem Hauptsatz. Struktur: Falls plus Nebensatz, Verb am Ende, Hauptsatz, Verb an Position 2. Alternative Struktur: Hauptsatz, falls plus Nebensatz, Verb am Ende. Beispiele. Falls es morgen regnet, bleiben wir zu Hause. Falls es morgen regnet, bleiben wir zu Hause. Bleiben wir zu Hause, falls es morgen regnet. Bleiben wir zu Hause, falls es morgen regnet. Bedingung mit Unsicherheit. Falls er anruft, sag ihm, dass ich beschäftigt bin. Falls er anruft, sag ihm, dass ich beschäftigt bin. Alternative zu wenn mit Unsicherheit. Falls du eine Frage hast, kannst du mich fragen. Falls du eine Frage hast, kannst du mich fragen. Bedingung für eine Entscheidung. Falls du Lust hast, gehen wir ins Kino. Falls du Lust hast, gehen wir ins Kino. Bedingung mit negativen Konsequenzen. Falls du zu spät kommst, beginnt das Meeting ohne dich. Falls du zu spät kommst, beginnt das Meeting ohne dich. Bedingung mit einer Möglichkeit in der Zukunft. Falls ich die Prüfung bestehe, mache ich eine Reise. Falls ich die Prüfung bestehe, mache ich eine Reise. Fazit: Wann benutzt man falls? Wenn eine Bedingung unsicher ist. Wenn man über eine Möglichkeit spricht. Wenn man eine Entscheidung von einer unsicheren Bedingung abhängig macht. Merke dir, falls gleich wenn, aber mit mehr Unsicherheit. Unterschied zwischen falls und wenn. Falls wird benutzt, wenn man unsicher ist, ob die Bedingung erfüllt wird. Wenn wird benutzt, wenn die Bedingung wahrscheinlich oder regelmäßig passiert. Beispiel: Falls du Zeit hast, komm vorbei.
Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Falls du Zeit hast, komm vorbei. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Wenn du Zeit hast, komm vorbei. Ich gehe davon aus, dass du Zeit haben wirst. Wenn du Zeit hast, komm vorbei. Ich gehe davon aus, dass du Zeit haben wirst. 2 deswegen. Bedeutung fast wie deshalb, etwas formeller. Es regnet, deswegen nehme ich einen Regenschirm. Es regnet, deswegen nehme ich einen Regenschirm. Er war müde, deswegen ist er früh ins Bett gegangen. Er war müde, deswegen ist er früh ins Bett gegangen. 3 darum. Bedeutung oft im gesprochenen Deutsch. Ich habe nichts gegessen, darum habe ich Hunger. Ich habe nichts gegessen, darum habe ich Hunger. Ich habe viel gelernt, darum habe ich die Prüfung bestanden. Ich habe viel gelernt, darum habe ich die Prüfung bestanden. 4 daher. Bedeutung etwas gehobener oder literarisch. Der Zug ist verspätet, daher kommen wir später. Der Zug ist verspätet, daher kommen wir später. Er ist erkältet, daher kann er nicht kommen. Er ist erkältet, daher kann er nicht kommen. 5. Sodass. Bedeutung zeigt eine Konsequenz als Nebensatz, Subjunktion. Es war laut, so dass ich nicht schlafen konnte. Es war laut, so dass ich nicht schlafen konnte. Es hat stark geregnet, so dass wir zu Hause geblieben sind. Es hat stark geregnet, so dass wir zu Hause geblieben sind. Zusätzliche Beispiele. Er hat viel trainiert, deshalb hat er den Marathon gewonnen. Er hat viel trainiert, deshalb hat er den Marathon gewonnen. Ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich nicht angerufen. Ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich nicht angerufen. Wir hatten kein Geld, darum sind wir zu Hause geblieben. Wir hatten kein Geld, darum sind wir zu Hause geblieben. Es war zu spät, daher haben wir ein Taxi genommen. Es war zu spät, daher haben wir ein Taxi genommen. Der Lehrer sprach langsam, so dass alle verstehen konnten. Der Lehrer sprach langsam, so dass alle verstehen konnten. Wichtige Hinweise. Deshalb, deswegen, darum,
Daher diese Adverbien drücken eine Folge, Ergebnis, aus und stehen meistens nach dem Komma am Anfang des zweiten Satzes. So das verbindet zwei Sätze und leitet einen Folgesatz ein, der in der Mitte des Satzes steht. Diese Konnektoren drücken Grund oder Folge aus und werden sowohl in der formellen als auch in der alltäglichen Sprache sehr häufig verwendet. Tipp: Versuche, eigene Sätze mit diesen Konnektoren zu schreiben, um sie gut zu üben. Hallo liebe Deutschlerner! Willkommen zu einem neuen spannenden Video. Heute sprechen wir über das Wort da, ein kleines Wort mit vielen Bedeutungen. Wann benutzt man da für Orte, Zeit oder als Konjunktion? Und was bedeutet, da haben wir aber Glück gehabt? Keine Sorge, ich erkläre es euch mit vielen Beispielen. Also bleibt dran und lasst uns gemeinsam lernen. Alle Bedeutungen von da mit Übersetzungen. Das Wort da wird im Deutschen sehr häufig verwendet und hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Hier sind die wichtigsten Verwendungen mit Beispielen und Übersetzungen. 1. Da als Ortsangabe, Adverb für einen Ort. Bedeutung: Da wird verwendet, um auf einen bestimmten Ort hinzuweisen oder die Frage wo, wohin zu beantworten. Beispiele: Ich wohne da. Ich wohne da. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Schau mal, da ist dein Freund. Schau mal, da ist dein Freund. Ich war noch nie da. Ich war noch nie da. Hinweis: Wenn du auf einen weiter entfernten Ort hinweisen möchtest, kannst du statt da auch dort verwenden. Ich war da. Ich war dort. Da als Zeitangabe, Adverb für eine Zeit. Bedeutung: Da kann sich auf einen bestimmten Moment in der Vergangenheit oder Zukunft beziehen. Beispiele: Ich war da noch ein Kind. Ich war da noch ein Kind. Da begann der Regen. Da begann der Regen. Ich habe dich da zum ersten Mal gesehen. Ich habe dich da zum ersten Mal gesehen. 3. Da als Konjunktion mit der Bedeutung weil, Grund, Ursache. Bedeutung: Da kann als Konjunktion weil ersetzen und bedeutet weil. Es steht meist am Satzanfang. Beispiele: Da es regnet, bleiben wir zu Hause. Da es regnet, bleiben wir zu Hause. Da ich müde bin, gehe ich schlafen. Da ich müde bin, gehe ich schlafen. Da er krank war,
konnte er nicht kommen. Da er krank war, konnte er nicht kommen. Hinweis. Da kann durch weil ersetzt werden, aber weil steht nach dem Hauptsatz, während da am Satzanfang steht. Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Da es regnet, bleibe ich zu Hause. 4. Da mit dem Verb sein zur Anwesenheitsangabe, Existenz, Anwesenheit. Bedeutung, da zeigt an, dass eine Person oder eine Sache an einem bestimmten Ort existiert. Beispiele: Ist dein Bruder da? Ist dein Bruder da? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Der Chef ist gerade nicht da. Der Chef ist gerade nicht da. Hinweis. Man kann mit da nach einer Person fragen, ohne einen bestimmten Ort zu nennen. Ist Peter da? Ist Peter hier? 5. Da als Füllwort, Füllwort ohne spezielle Bedeutung. Bedeutung. Manchmal wird da einfach als Verstärkung oder Füllwort ohne eine klare Bedeutung verwendet. Beispiele: Da haben wir aber Glück gehabt. Da haben wir aber Glück gehabt. Was ist da los? Was ist da los? Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Zusammenfassung der Bedeutungen von da. Verwendung von da. Beispiele: Ort, wo? Ich war da. Zeit, wann? Da begann der Regen. Grund, weil. Da ich müde bin, gehe ich schlafen. Existenz, Anwesenheit. Der Chef ist nicht da. Füllwort, ohne Bedeutung. Da haben wir aber Glück gehabt. Tipps zum Lernen von da. Übe Sätze mit da in verschiedenen Kontexten, um zu verstehen, wie sich die Bedeutung ändert. Beobachte, wann da als Adverb, Orts-Zeitangabe und wann als Konjunktion, weil, verwendet wird. Versuche, da durch weil oder dort zu ersetzen, um den Unterschied im Sinn zu erkennen. Willst du auf Deutsch wie ein Profi sprechen? Dann musst du den Infinitiv mit so richtig benutzen. In diesem Video lernst du Schritt für Schritt, wie du Infinitivsätze bildest, mit vielen Beispielen und Erklärungen. Los geht's! Was ist ein Infinitivsatz mit zu? Ein Infinitivsatz mit zu ist ein Nebensatz, in dem das Verb im Infinitiv mit dem Wort zu steht. Oft benutzt man ihn, um Absichten, Wünsche oder Ziele auszudrücken.
Wann benutzt man Infinitiv mit zu? Nach bestimmten Verben, Adjektiven oder Nomen. 1. Nach bestimmten Verben. 2. Nach Adjektiven, es ist. 3. Nach bestimmten Nomen, ich habe Lust. Satzbau. Hauptsatz und Komma und zu und Infinitiv am Ende. Ich hoffe, bald eine Wohnung zu finden. Ich hoffe, bald eine Wohnung zu finden. 1. Infinitiv mit zu nach Verben. Ich beginne, Deutsch zu sprechen. Ich beginne, Deutsch zu sprechen. Wir hoffen, besser zu verstehen. Wir hoffen, besser zu verstehen. Sie hört auf, zu rauchen. Sie hört auf, zu rauchen. Er hat vergessen, das Licht auszumachen. Er hat vergessen, das Licht auszumachen. Wir planen, nächsten Monat zu reisen. Wir planen, nächsten Monat zu reisen. Nach welchen Verben benutzt man zu? Anfangen. Versuchen. Planen. Vergessen. Hoffen. Aufhören. 2. Infinitiv mit zu nach Adjektiven. Es ist gefährlich, nachts allein zu gehen. Es ist gefährlich, nachts allein zu gehen. Es ist erlaubt, hier zu parken. Es ist erlaubt, hier zu parken. Es ist verboten, zu rauchen. Es ist verboten, zu rauchen. Es ist schwer, früh aufzustehen. Es ist schwer, früh aufzustehen. Es ist wichtig, jeden Tag zu üben. Es ist wichtig, jeden Tag zu üben. 3. Infinitiv mit zu nach Nomen. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Sie hat die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren. Sie hat die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren. Wir haben keine Lust, heute zu arbeiten. Wir haben keine Lust, heute zu arbeiten. Ich habe Lust, einen Film zu sehen. Ich habe Lust, einen Film zu sehen. Sie hat Angst, eine Prüfung zu schreiben. Sie hat Angst, eine Prüfung zu schreiben. Achtung! Kein zu bei Modalverben. Nach Modalverben wie
wollen, können, dürfen verwendet man kein zu. Beispiel: Ich will Deutsch lernen. Nicht zu lernen. Ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte nach Hause gehen. Er muss mehr lernen. Er muss mehr lernen. Wir dürfen nicht sprechen. Wir dürfen nicht sprechen. Weitere Hinweise. Zu steht vor dem Infinitiv am Satzende. Manchmal kommt ein Nebensatz stattdessen. Ich hoffe, bald eine Wohnung zu finden. Ich hoffe, bald eine Wohnung zu finden. Ich hoffe, dass ich bald eine Wohnung finde. Ich hoffe, dass ich bald eine Wohnung finde. Mach mit. Schreibe 3 Sätze mit dem Infinitiv mit zu in die Kommentare. Verwende Verben wie planen, versuchen, hoffen, vergessen, aufhören. Zusammenfassung: Verb plus zu. Ich beginne zu lesen. Adjektiv plus zu. Es ist schön, hier zu sein. Nomen plus zu. Ich habe die Idee zu reisen. Modalverben: kein zu, ich kann schwimmen. Herzlich willkommen zu einem neuen Deutschvideo. Heute lernst du, wie man Ziele und Absichten mit damit und zu ausdrückt. Diese Strukturen sind sehr wichtig im Alltag, beim Schreiben und auch in Prüfungen wie Goethe A2 oder B1. Bleib dran, wir erklären alles einfach, mit vielen Beispielen, Erklärungen und Tipps. Was drücken damit und zu aus? Was ist das Ziel? Beide Konnektoren zeigen ein Ziel oder einen Zweck, Intention, Absicht. Damit und zu sind typische Finalsätze. Teil 1. Damit bei 2 verschiedenen Subjekten. Damit verwendet man, wenn im Hauptsatz und im Nebensatz 2 verschiedene Personen oder Subjekte vorkommen. Die Struktur: Hauptsatz plus damit plus Nebensatz, Verb am Ende. Beispiele. Ich erkläre es dir, damit du es verstehst. Ich erkläre es dir, damit du es verstehst. Sie schreibt es auf, damit sie es nicht vergisst. Sie schreibt es auf, damit sie es nicht vergisst. Der Lehrer spricht laut, damit alle ihn hören. Der Lehrer spricht laut, damit alle ihn hören. Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Er spricht langsam, damit alle ihn verstehen. Er spricht langsam, damit alle ihn verstehen.
Wir kaufen ein Geschenk, damit sie sich freut. Wir kaufen ein Geschenk, damit sie sich freut. Teil 2 zu bei gleichem Subjekt. Die Struktur. Hauptsatz plus plus zu plus Infinitiv am Ende. Beispiele: Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Wir sparen Geld, um ein Haus zu kaufen. Wir sparen Geld, um ein Haus zu kaufen. Sie steht früh auf, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Sie steht früh auf, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Ich lerne viel, um die Prüfung zu bestehen. Ich lerne viel, um die Prüfung zu bestehen. Er spricht langsam, um verstanden zu werden. Er spricht langsam, um verstanden zu werden. Wir kaufen ein Geschenk, um ihr eine Freude zu machen. Wir kaufen ein Geschenk, um ihr eine Freude zu machen. Teil 3. Unterschied zwischen damit und zu. Punkt damit zu Subjekt verschiedene Subjekte, gleiches Subjekt, Verbform konjugiertes, Verb am Ende zu, plus Infinitiv Beispiel. Ich erkläre es dir, damit du lernst. Ich lerne, um die Prüfung zu bestehen. Stilneutral bis formell, oft stilistisch eleganter Verwendung, häufiger in Gesprächen und Dialogen, häufiger im schriftlichen Ausdruck. Teil 4. Weitere Varianten und Besonderheiten. 1. Verneinung. Man kann beide Sätze auch mit einer Negation verwenden. Ich lerne viel, damit ich nicht durchfalle. Ich lerne viel, um nicht durchzufallen. 2 Zeitformen. Die Zeitform im Nebensatz richtet sich nach dem Hauptsatz. Ich habe lange gearbeitet, damit wir genug Geld hatten. Ich arbeitete hart, um meine Familie zu unterstützen. Teil 5. Typische Verben, die oft mit zu verwendet werden. Verb lernen. Ich lerne, um zu bestehen. Sparen, ich spare, um ein Auto zu kaufen. Reisen, ich arbeite, um zu reisen. Üben, ich übe, um besser zu werden. Arbeiten, ich arbeite, um Geld zu verdienen. Teil 6. Redewendungen im Alltag. Er arbeitet hart, damit es seiner Familie gut geht. Er arbeitet hart, damit es seiner Familie gut geht. Ich trainiere jeden Tag, um gesund zu bleiben. Ich trainiere jeden Tag, um gesund zu bleiben. Teil 7. Übungen. Schreibe Sätze mit damit, wenn 2 Personen vorkommen, zu, wenn nur eine Person vorkommt. Beispiel:
Ich koche, damit mein Bruder isst. Ich koche, damit mein Bruder isst. Ich koche, um zu essen. Ich koche, um zu essen. Teil 8. Zusammenfassung. Punkt damit zu unterschiedliche Subjekte, Gleiches, Subjekt, Satzstruktur, Nebensatz mit konjugiertem Verb, Infinitiv mit zu. Frage. Warum? Warum? Beispiel. Ich rufe dich an, damit du Bescheid weißt. Ich rufe an, um Bescheid zu wissen. Was ist der Genitiv? Der Genitiv ist der zweite Fall, auch wes-Fall oder wessen-Fall genannt, und zeigt die Zugehörigkeit oder Besitz an. Er wird oft in schriftlicher Sprache, offiziellen Dokumenten oder gehobener Sprache verwendet. Bildung des Genitivs. Maskuline und neutrale Nomen. Regel. Maskuline und neutrale Nomen bekommen im Genitiv meistens die Endung s oder es. Ein Artikel oder Adjektiv im Genitiv wird auch dekliniert. Beispiele. Das Auto des Mannes ist neu. Das Auto des Mannes ist neu. Die Farbe des Himmels ist blau. Die Farbe des Himmels ist blau. Das Handy eines Freundes ist teuer. Das Handy eines Freundes ist teuer. Zwei feminine und Pluralnomen. Regel. Feminine und Pluralnomen bekommen keine Endung im Genitiv. Der Artikel oder das Adjektiv verändert sich. Beispiele. Die Tasche der Frau ist teuer. Die Tasche der Frau ist teuer. Die Fenster der Häuser sind groß. Die Fenster der Häuser sind groß. Die Meinungen der Menschen sind verschieden. Die Meinungen der Menschen sind verschieden. Hier ist eine detaillierte Tabelle zur Genitivdeklination für bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel und Possessivpronomen. Verwendung des Genitivs. Besitz oder Zugehörigkeit. Das ist das Buch des Lehrers. Das ist das Buch des Lehrers. Die Idee der Frau ist klug. Die Idee der Frau ist klug. Das Fahrrad meines Bruders ist alt. Das Fahrrad meines Bruders ist alt. Teil eines Ganzen. Die Spitze des Eisbergs ist sichtbar. Die Spitze des Eisbergs ist sichtbar.
Die Türen des Hauses sind weiß. Die Türen des Hauses sind weiß. Nach bestimmten Verben. Es gibt einige Verben, die den Genitiv verlangen. Sich erinnern plus Genitiv. Ich erinnere mich des Tages. Ich erinnere mich des Tages. Bedürfen plus Genitiv. Das Projekt bedarf vieler Ressourcen. Das Projekt bedarf vieler Ressourcen. Nach bestimmten Adjektiven. Sicher sein plus Genitiv. Ich bin mir meines Erfolges sicher. Ich bin mir meines Erfolges sicher. Bewusstsein plus Genitiv. Er ist sich seiner Fehler bewusst. Er ist sich seiner Fehler bewusst. 4 Genitiv mit Namen. Das ist Peters Auto. Das ist Peters Auto. Ich besuche Marias Eltern. Ich besuche Marias Eltern. Wenn ein Name auf S, Z oder X endet, benutzt man nur ein Apostroph. Das ist Hans' Tasche. Das ist Hans' Tasche. 5 Alternative zu Genitiv, von Plusdativ. Im gesprochenen Deutsch wird oft von Plusdativ statt Genitiv benutzt. Genitiv, das ist das Auto des Lehrers. Genitiv, das ist das Auto des Lehrers. Dativ, das ist das Auto von dem Lehrer. Dativ, das ist das Auto von dem Lehrer. Genitiv, die Tasche der Frau ist rot. Genitiv, die Tasche der Frau ist rot. Dativ, die Tasche von der Frau ist rot. Dativ, die Tasche von der Frau ist rot. Gesprochenes Deutsch bevorzugt oft von und Dativ, während schriftliches Deutsch den Genitiv nutzt. 6 wichtige Signalwörter für den Genitiv. Wessen? Wessen Tasche ist das? Wessen Tasche ist das? Anstatt statt. Statt des Autos nehme ich das Fahrrad. Statt des Autos nehme ich das Fahrrad. Trotz. Trotz des schlechten Wetters gehen wir spazieren. Trotz des schlechten Wetters gehen wir spazieren.
Wegen. Wegen der Arbeit habe ich keine Zeit. Wegen der Arbeit habe ich keine Zeit. Zusammenfassung. Der Genitiv zeigt Besitz oder Zugehörigkeit. Maskuline und neutrale Nomen bekommen es oder es, feminine und Pluralnomen bleiben gleich. Er wird in der Schriftsprache häufiger benutzt. Im gesprochenen Deutsch kann von und Dativ als Ersatz verwendet werden. Einige Verben, Adjektive und Präpositionen fordern den Genitiv. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die 10 wichtigsten Präpositionen mit dem Genitiv im Deutschen. Viele Lernende finden den Genitiv schwierig, aber keine Sorge. Ich erkläre euch alles mit vielen Beispielen. Bleibt dran und lernt mit mir. 1. Während. Diese Präposition wird für gleichzeitige Handlungen oder Zeitangaben verwendet. Während des Unterrichts darf man nicht telefonieren. Während des Unterrichts darf man nicht telefonieren. Während der Nacht ist es ruhiger. Während der Nacht ist es ruhiger. Während meines Urlaubs habe ich viele Städte besucht. Während meines Urlaubs habe ich viele Städte besucht. Während des Essens soll man nicht reden. Während des Essens soll man nicht reden. Während der Reise haben wir viele Fotos gemacht. Während der Reise haben wir viele Fotos gemacht. 2. Wegen. Diese Präposition zeigt einen Grund oder eine Ursache an. Wegen des Regens wurde das Fest verschoben. Wegen des Regens wurde das Fest verschoben. Wegen der Prüfung bin ich nervös. Wegen der Prüfung bin ich nervös. Wegen meiner Arbeit habe ich wenig Freizeit. Wegen meiner Arbeit habe ich wenig Freizeit. Wegen des Verkehrs bin ich zu spät gekommen. Wegen des Verkehrs bin ich zu spät gekommen. Wegen der Pandemie blieben viele Menschen zu Hause. Wegen der Pandemie blieben viele Menschen zu Hause. 3. Trotz. Diese Präposition drückt aus, dass etwas passiert, obwohl eine Schwierigkeit besteht. Trotz des schlechten Wetters gingen wir spazieren. Trotz des schlechten Wetters gingen wir spazieren.
Trotz der Schmerzen spielte er weiter. Trotz der Schmerzen spielte er weiter. Trotz des hohen Preises hat er das Auto gekauft. Trotz des hohen Preises hat er das Auto gekauft. Trotz der Probleme haben wir eine Lösung gefunden. Trotz der Probleme haben wir eine Lösung gefunden. Trotz ihres jungen Alters ist sie sehr erfolgreich. Trotz ihres jungen Alters ist sie sehr erfolgreich. 4. Anstatt oder statt. Diese Präposition bedeutet, dass etwas ersetzt wird oder eine Alternative besteht. Anstatt des Zuckers nehme ich Honig. Anstatt des Zuckers nehme ich Honig. Statt der alten Möbel kaufte er neue. Statt der alten Möbel kaufte er neue. Anstatt eines Autos hat er ein Fahrrad gekauft. Anstatt eines Autos hat er ein Fahrrad gekauft. Anstatt des Busses nehmen wir die Bahn. Anstatt des Busses nehmen wir die Bahn. Statt eines Urlaubs arbeitet er weiter. Statt eines Urlaubs arbeitet er weiter. 5. Außerhalb. Diese Präposition bedeutet, dass etwas außerhalb eines bestimmten Bereichs liegt. Außerhalb der Stadt ist die Luft frischer. Außerhalb der Stadt ist die Luft frischer. Außerhalb der Arbeitszeiten bin ich nicht erreichbar. Außerhalb der Arbeitszeiten bin ich nicht erreichbar. Außerhalb meines Hauses gibt es einen schönen Garten. Außerhalb meines Hauses gibt es einen schönen Garten. Außerhalb des Parks gibt es einen Parkplatz. Außerhalb des Parks gibt es einen Parkplatz. Außerhalb der Ferien ist das Hotel günstiger. Außerhalb der Ferien ist das Hotel günstiger. 6. Innerhalb. Diese Präposition zeigt, dass etwas innerhalb eines bestimmten Bereichs ist. Innerhalb des Gebäudes gibt es viele Büros. Innerhalb des Gebäudes gibt es viele Büros. Innerhalb einer Woche werde ich dir Bescheid geben.
Innerhalb einer Woche werde ich dir Bescheid geben. Innerhalb der Stadt gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Innerhalb der Stadt gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Innerhalb des Parks gibt es einen See. Innerhalb des Parks gibt es einen See. Innerhalb der Universität gibt es eine große Bibliothek. Innerhalb der Universität gibt es eine große Bibliothek. 7. Oberhalb. Diese Präposition zeigt, dass etwas höher als ein bestimmter Punkt liegt. Oberhalb der Stadt liegt ein schöner Aussichtspunkt. Oberhalb der Stadt liegt ein schöner Aussichtspunkt. Oberhalb der Wolken scheint die Sonne. Oberhalb der Wolken scheint die Sonne. Oberhalb der Straße gibt es eine Brücke. Oberhalb der Straße gibt es eine Brücke. Oberhalb der Bäume flog ein Adler. Oberhalb der Bäume flog ein Adler. Acht. Unterhalb. Diese Präposition zeigt, dass etwas tiefer als ein bestimmter Punkt liegt. Unterhalb des Berges liegt ein See. Unterhalb des Berges liegt ein See. Unterhalb der Brücke fließt ein Fluss. Unterhalb der Brücke fließt ein Fluss. Unterhalb des Hauses gibt es eine Garage. Unterhalb des Hauses gibt es eine Garage. Unterhalb des Fensters stehen viele Blumen. Unterhalb des Fensters stehen viele Blumen. Unterhalb der Stadt gibt es eine große Höhle. Unterhalb der Stadt gibt es eine große Höhle. Neun. Jenseits. Diese Präposition bedeutet, dass etwas auf der anderen Seite liegt. Jenseits des Flusses beginnt der Wald. Jenseits des Flusses beginnt der Wald. Jenseits der Berge liegt ein kleines Dorf. Jenseits der Berge liegt ein kleines Dorf. Jenseits der Grenze beginnt ein anderes Land. Jenseits der Grenze beginnt ein anderes Land.
Jenseits der Straße gibt es ein altes Schloss. Jenseits der Straße gibt es ein altes Schloss. Jenseits des Sees liegt eine Insel. Jenseits des Sees liegt eine Insel. Sehen, diesseits. Diese Präposition bedeutet, dass etwas auf der näheren Seite liegt. Diesseits des Flusses gibt es viele Häuser. Diesseits des Flusses gibt es viele Häuser. Diesseits der Grenze befindet sich unser Land. Diesseits der Grenze befindet sich unser Land. Diesseits des Waldes liegt unser Haus. Diesseits des Waldes liegt unser Haus. Diesseits des Sees gibt es einen Campingplatz. Diesseits des Sees gibt es einen Campingplatz. Diesseits der Brücke gibt es einen kleinen Park. Diesseits der Brücke gibt es einen kleinen Park. Willkommen zu unserem Deutschkurs. Heute lernen wir die 3 wichtigsten Zeitformen in der deutschen Sprache: Präsens, Perfekt und Futur. Mit vielen Beispielen machen wir es dir leicht, diese Zeiten zu verstehen und im Alltag richtig anzuwenden. Bleib dran und verbessere dein Deutsch mit uns. 1. Präsens die Gegenwart. Bildung. Im Präsens wird das Verb konjugiert und steht an der 2. Position im Hauptsatz. Die meisten Verben haben regelmäßige oder unregelmäßige Konjugationen. Präsens wird für Handlungen in der Gegenwart oder für allgemeine Wahrheiten verwendet. Regelmäßige Verben. Infinitiv Präsens. Lernen, ich lerne Deutsch. Machen, du machst deine Hausaufgaben. Spielen, wir spielen Fußball. Unregelmäßige Verben. Infinitiv Präsens. Essen, er isst eine Pizza. Fahren, sie fährt nach Berlin. Sehen, ich sehe einen Film. Verwendung. Gegenwärtige Handlungen. Ich schreibe eine E-Mail. Gewohnheiten. Wir gehen jeden Tag zur Schule. Allgemeine Wahrheiten. Die Sonne scheint am Tag. 2. Perfekt die Vergangenheit. Bildung. Das Perfekt wird mit haben oder sein Pluspartizip 2 gebildet. Haben wird mit den meisten Verben benutzt, während sein mit Bewegungsverben verwendet wird. Perfekt wird oft in der gesprochenen Sprache benutzt. Regelmäßige Verben. Infinitiv perfekt. Lernen, ich habe Deutsch gelernt. Machen, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Spielen, wir haben Fußball gespielt.
Unregelmäßige Verben. Infinitiv perfekt. Essen, er hat eine Pizza gegessen. Fahren, sie ist nach Berlin gefahren. Sehen, ich habe einen Film gesehen. Verwendung. Abgeschlossene Handlungen. Ich habe gestern einen Kuchen gebacken. Erlebnisse. Wir haben Paris besucht. Handlungen mit Auswirkungen auf die Gegenwart. Er hat sein Handy verloren. 3. Futur 1 die Zukunft. Bildung. Das Futur I wird mit werden und Infinitiv gebildet. Es wird benutzt, um zukünftige Ereignisse oder Vermutungen auszudrücken. Infinitiv Futur 1. Lernen, ich werde Deutsch lernen. Machen, du wirst deine Hausaufgaben machen. Spielen, wir werden Fußball spielen. Unregelmäßige Verben. Infinitiv Futur 1. Essen, er wird eine Pizza essen. Fahren, sie wird nach Berlin fahren. Sehen, ich werde einen Film sehen. Verwendung. Zukünftige Ereignisse. Morgen werde ich ins Kino gehen. Vermutungen. Es wird bald regnen. Versprechen. Ich werde dir helfen. Zusammenfassung. Zeitform Bildung Beispiel. Präsensverb im Präsens, ich lerne Deutsch. Perfekt haben oder sein Pluspartizip 2, ich habe Deutsch gelernt. Futur 1 werden plus Infinitiv, ich werde Deutsch lernen. Beispiele in Präsens, Perfekt und Futur 1. Er arbeitet seit 2 Jahren in einer Bank. Er arbeitet seit 2 Jahren in einer Bank. Er hat früher in einer anderen Firma gearbeitet. Er hat früher in einer anderen Firma gearbeitet. Er wird bald in einer neuen Firma arbeiten. Er wird bald in einer neuen Firma arbeiten. Wir essen oft italienisches Essen. Wir essen oft italienisches Essen. Wir haben gestern Pizza gegessen. Wir haben gestern Pizza gegessen. Wir werden morgen Sushi essen. Wir werden morgen Sushi essen. Sie trinkt jeden Morgen Tee. Sie trinkt jeden Morgen Tee. Sie hat gestern Kaffee getrunken. Sie hat gestern Kaffee getrunken. Sie wird morgen Orangensaft trinken.
Sie wird morgen Orangensaft trinken. Du gehst oft ins Fitnessstudio. Du gehst oft ins Fitnessstudio. Du bist letzte Woche ins Kino gegangen. Du bist letzte Woche ins Kino gegangen. Du wirst nächste Woche nach Berlin gehen. Du wirst nächste Woche nach Berlin gehen. Mein Vater fährt jeden Tag zur Arbeit. Mein Vater fährt jeden Tag zur Arbeit. Mein Vater ist letztes Jahr nach Spanien gefahren. Mein Vater ist letztes Jahr nach Spanien gefahren. Mein Vater wird nächstes Jahr nach Frankreich fahren. Mein Vater wird nächstes Jahr nach Frankreich fahren. Ich kaufe mir ein neues Auto. Ich kaufe mir ein neues Auto. Ich habe mir letztes Jahr ein Handy gekauft. Ich habe mir letztes Jahr ein Handy gekauft. Ich werde mir bald einen Laptop kaufen. Ich werde mir bald einen Laptop kaufen. Wir wohnen in einer großen Stadt. Wir wohnen in einer großen Stadt. Wir haben früher in einem kleinen Dorf gewohnt. Wir haben früher in einem kleinen Dorf gewohnt. Wir werden bald in eine neue Wohnung ziehen. Wir werden bald in eine neue Wohnung ziehen. Ich spreche fließend Englisch. Ich spreche fließend Englisch. Ich habe gestern mit meinem Freund gesprochen. Ich habe gestern mit meinem Freund gesprochen. Ich werde morgen mit meinem Chef sprechen. Ich werde morgen mit meinem Chef sprechen. Sie macht Sport jeden Tag. Sie macht Sport jeden Tag. Sie hat gestern Yoga gemacht. Sie hat gestern Yoga gemacht. Sie wird morgen ins Fitnessstudio gehen. Sie wird morgen ins Fitnessstudio gehen.
Ihr seht einen Film. Ihr seht einen Film. Ihr habt einen Film gesehen. Ihr habt einen Film gesehen. Ihr werdet einen Film sehen. Ihr werdet einen Film sehen. Übungen. Setze die Sätze ins Futur 1 um. Obwohl und trotzdem. 1. Obwohl. Obwohl ist eine Konjunktion, die zwei Sätze verbindet, um einen Widerspruch in den Gedanken oder Ereignissen auszudrücken. Wenn wir obwohl verwenden, zeigen wir, dass das Hauptgeschehen passiert, obwohl ein Grund vorhanden ist, der es eigentlich verhindern könnte. Satzstruktur. Mit obwohl haben wir zwei Sätze. Hauptsatz, die Hauptaussage enthält das Hauptereignis. Nebensatz, Widerspruch beginnt mit obwohl und drückt eine Idee oder ein Ereignis aus, das im Gegensatz zur Hauptaussage steht. Im Nebensatz mit obwohl steht das Verb immer am Ende, während das Verb im Hauptsatz seine übliche Position behält. Regeln. Wenn der Nebensatz zuerst kommt, steht obwohl am Anfang, trennen wir die Sätze mit einem Komma. Beispiel: Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Wenn der Hauptsatz zuerst kommt, wird ein Komma vor dem Nebensatz gesetzt. Beispiel: Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Zusätzliche Hinweise. Obwohl wird oft verwendet, um eine Herausforderung oder Widerstand gegen eine bestimmte Situation auszudrücken und zeigt oft den Wunsch, etwas trotz Schwierigkeiten fortzusetzen. Die Satzstruktur mit obwohl ist flexibel, jedoch muss das Verb immer am Ende des Nebensatzes stehen. 2. Trotzdem. Trotzdem ist ein Adverb, das ebenfalls einen Widerspruch ausdrückt, jedoch die Sätze nicht direkt verbindet wie obwohl. Trotzdem gilt als indirektes Verbindungsmittel, das auf einen Widerspruch zum vorherigen Satz hinweist, ohne die Verposition im folgenden Satz zu ändern. Satzstruktur. Bei der Verwendung von trotzdem werden die beiden Sätze entweder durch ein einfaches Komma oder einen Punkt getrennt. Der Satz mit trotzdem wird oft als separater Satz geschrieben und beginnt in der Regel mit trotzdem, wobei das Verb direkt darauf folgt. Regeln. Der erste Satz ist unabhängig und trotzdem steht im zweiten Satz am Anfang. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch.
Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Zusätzliche Hinweise. Die Verwendung von trotzdem zeigt die Haltung des Sprechers gegenüber dem vorherigen Ereignis. Zum Beispiel, wenn es regnet und dennoch jemand spazieren geht, zeigt dies vielleicht seine Entschlossenheit, diese Aktivität trotz der Umstände auszuüben. Trotzdem ist nützlich im Alltagsgespräch, um auf eine paradoxe Situation oder einen Widerstand gegen bestimmte Bedingungen hinzuweisen und ermöglicht mehr Flexibilität in der Satzgestaltung. Zusammenfassung. Obwohl wird als Konjunktion verwendet, um zwei Sätze zu verbinden und einen Widerspruch auszudrücken. Wobei das Verb am Ende des Nebensatzes steht. Häufig wird obwohl am Anfang oder in der Mitte des Satzes verwendet, um einen logischen Gegensatz zwischen zwei Ideen darzustellen. Beispiel: Obwohl es regnet, geht er spazieren. Trotzdem wird als Adverb verwendet und steht am Anfang des zweiten Satzes, wobei das Verb seine normale Position nach trotzdem behält. Das macht es flexibler und einfacher in getrennten Sätzen zu verwenden. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Beispiele. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs.
Heute lernen wir die Relativsätze, ein wichtiger Teil der deutschen Grammatik. Was sind Relativsätze? Wie benutzt man sie richtig? Welche Relativpronomen gibt es? In diesem Video erkläre ich euch alles Schritt für Schritt mit vielen Beispielen. Lasst uns starten. 1. Was ist ein Relativsatz? Ein Relativsatz ist ein Nebensatz, der zusätzliche Informationen über ein Nomen im Hauptsatz gibt. Er wird mit einem Relativpronomen, zum Beispiel der, die, das, eingeleitet. Das Relativpronomen passt sich in Geschlecht, Genus, Zahl, Numerus und Kasus dem Nomen an, auf das es sich bezieht. Beispiel: Das ist der Mann, der mir geholfen hat. Das ist der Mann, der mir geholfen hat. Ich habe eine Freundin, die sehr nett ist. Ich habe eine Freundin, die sehr nett ist. 2. Relativpronomen im Nominativ, Wer-Fall. Das Relativpronomen übernimmt die Rolle des Subjekts im Relativsatz. Die Endungen entsprechen den bestimmten Artikeln im Nominativ. Genus, Numerus Relativpronomen. Maskulin, männlich, der. Feminin, weiblich, die. Neutrum, sächlich, das. Plural, die. Beispiele: Der Mann, der hier wohnt, ist mein Lehrer. Der Mann, der hier wohnt, ist mein Lehrer. Die Frau, die im Krankenhaus arbeitet, ist sehr freundlich. Die Frau, die im Krankenhaus arbeitet, ist sehr freundlich. Das Auto, das vor dem Haus steht, gehört meinem Bruder. Das Auto, das vor dem Haus steht, gehört meinem Bruder. Die Kinder, die im Park spielen, sind meine Nachbarn. Die Kinder, die im Park spielen, sind meine Nachbarn. 3. Relativpronomen im Akkusativ, Wen-Fall. Das Relativpronomen übernimmt die Rolle des Objekts im Relativsatz. Die Endungen entsprechen den bestimmten Artikeln im Akkusativ. Genus, Numerus Relativpronomen. Maskulin, männlich, den. Feminin, weiblich, die. Neutrum, sächlich, das. Plural, die. Beispiele: Der Mann, den ich gestern gesehen habe, ist mein Chef. Der Mann, den ich gestern gesehen habe, ist mein Chef. Die Frau, die ich getroffen habe, ist meine Tante. Die Frau, die ich getroffen habe, ist meine Tante.
Das Buch, das du liest, ist sehr interessant. Das Buch, das du liest, ist sehr interessant. Die Schüler, die der Lehrer lobt, sind sehr fleißig. Die Schüler, die der Lehrer lobt, sind sehr fleißig. 4. Relativpronomen im Dativ, Wem-Fall. Das Relativpronomen steht im Dativ, wenn das Verb oder eine Präposition es erfordert. Die Endungen entsprechen den bestimmten Artikeln im Dativ. Genus, Numerus Relativpronomen. Maskulin, männlich, dem. Feminin, weiblich, der. Neutrum, sächlich, dem. Plural, denen. Beispiele: Der Mann, dem ich geholfen habe, war sehr dankbar. Der Mann, dem ich geholfen habe, war sehr dankbar. Die Frau, der ich eine Blume geschenkt habe, hat sich gefreut. Die Frau, der ich eine Blume geschenkt habe, hat sich gefreut. Das Haus, in dem wir wohnen, ist sehr alt. Das Haus, in dem wir wohnen, ist sehr alt. Die Menschen, mit denen ich arbeite, sind sehr nett. Die Menschen, mit denen ich arbeite, sind sehr nett. 5. Relativpronomen im Genitiv, wessen Fall. Im Genitiv gibt es nur zwei Formen. Dessen für Maskulinum und Neutrum. Deren für Femininum und Plural. Genus, Numerus Relativpronomen. Maskulin, männlich, dessen. Feminin, weiblich, deren. Neutrum, sächlich, dessen. Plural, deren. Der Mann, dessen Auto gestohlen wurde, ist sehr traurig. Der Mann, dessen Auto gestohlen wurde, ist sehr traurig. Die Frau, deren Tochter sehr klug ist meine Lehrerin. Die Frau, deren Tochter sehr klug ist meine Lehrerin. Das Buch, dessen Autor sehr bekannt ist spannend. Das Buch, dessen Autor sehr bekannt ist spannend. Die Kinder, deren Eltern im Ausland leben, vermissen sie sehr. Die Kinder, deren Eltern im Ausland leben, vermissen sie sehr. Zusammenfassung: Nominativ, der, die, das, die. Akkusativ, den, die, das, die. Dativ, dem, der, dem, denen. Genitiv, dessen, deren,
dessen, deren. Glückwunsch! Du hast das komplette B11 Grammatikvideo geschafft. Ich hoffe, du hast viele neue Dinge gelernt und fühlst dich sicherer mit der deutschen Sprache. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und schreib deine Fragen oder Beispiele in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Bleib dran und viel Erfolg beim Deutschlernen.